Die Pläne für das M-Center gibt es schon sehr, sehr lange bei mir im Kopf. Schon wie mein Vater das Gebäude 1983 gekauft hat, war immer schon eine Verbindung zum Startplatz ein Ziel. Das haben wir jetzt mit dem M-Center realisiert. Im Jahre 2021, im November, haben wir einen Spatenstift gemacht und haben das in 1,5 Jahren dann fertiggestellt, das Center. Wir haben geschaut, dass wir das sehr effizient und umweltbewusst machen. Das heißt, wir haben es in der Stadt gebaut, wir haben keine neuen Blumenflächen, Grünflächen versiegelt. Wir haben geschaut, dass wir wenig Ressourcen verbrauchen. Und da war es natürlich naheliegend, dass wir neben Photovoltaikanlage auch eine Wärmepumpe einbauen. Und die Firma Ochsner hat sich da als bester Partner herausgestellt. Wir befinden uns hier im Heizraum des M-Center, wo wir 2 Industrieanlagen der Ochsner Energietechnik verbaut haben. Wir haben da sehr technische Ausdrücke. Das ist bei uns die ISWS 250. Das heißt, grundsätzlich ist es eine Industrie-Sohle-Wasser-Wärmepumpe. Von diesen Geräten sind hier 2 installiert. Das heißt, wir haben hier 2x300 kW installierte Heizleistung. Wir reden hier von Effizienzen von rund 450 bis 500%. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom erwirtschaftet diese Wärmepumpe ca. 4,5 bis 5 Kilowattstunden Wärmeenergie. Im Prinzip sind wir hier im Mattigtal, wo wir sehr viel Grundwasseraufkommen haben. Und in Verbindung mit einer Ochsner Wärmepumpe haben wir eigentlich ein System kreiert, wo wir allen Anforderungen gerecht werden und wo wir auch eine sehr effiziente Anlage für den Betreiber errichten haben können. Das heißt, aus dem großen Brunnen wird das Wasser dort mit 2 großen Brunnenpumpen entnommen. Das Wasser wird hier in diesen Technikraum, in die Technikzentrale transportiert. Da erzeugen wir eigentlich dann tatsächlich die Kälte und die Wärme. Im ersten Sommer hat sich gezeigt, dass die Klimatisierung mit der Wärmepumpe wunderbar funktioniert. Wir haben ein super kühles Einkaufszentrum im Sommer zu relativ günstigen Kosten. Und auch die ersten Wintertage heuer zeigt sich, dass das Versprechen, dass die Wasserwärmepumpe sehr effizient arbeitet, eingehalten wird. Wir brauchen heute einfach keine 2000 Grad Flammen mehr, um Raumtemperaturen von 24 oder 25 Grad bereitzustellen. Und dafür ist einfach die Wärmepumpe definitiv das Heizsystem der Zukunft. Die Wärmepumpe ist ein sehr großes Hilfsmittel für die Erreichung der Klimaziele. Sie bewegt sich immer im Heizraum, das heißt, man sieht sie nach außen nicht. Das ist umso wichtiger, dass man sie einfach dann auch nach außen präsentiert, und das kann dieser Kunde wirklich sehr gut umsetzen.